war das Hotelzimmer mit dem Reifen, der hat so ein komisch gejuckt, die Putze. Ja, komm dann mit dem Reifen. Aber der war so teuer, der Reifen, den musste ich mit ins Bett nehmen. Das ist ein Deluxe-Zimmer. Aua, aua, scheiße, bin ich ins Bett gerannt. Schon top. Der Ausblick hat irgendwas Italienisches. Die Schuhe hat was von uns. Ja, ich habe mal gehabt, dass die Stiefel nicht zum Fenster ausgefallen sind. Die waren weg gewesen. Und doch. Das ist Das ist eigentlich so verschwommen. Der versucht gerade zu löschen. Weil sonst bei YouTube das Video gesperrt wird. Echt? Ja, stimmt. Ehrlich? Ja. Guten Morgen. Morgen. Sind Sie gerade dabei? Ja, früh mit der Kaffeemaschine, das ist halt was Technisches und technisch finde ich Nicht so bekannt. two left hands. Ich weiß eigentlich gar nicht, was ich mache. Also, meistens. Ich muss einen großen Kundendienst machen. So, wenn man hier die Tasse runterhebt, dann geht es automatisch raus. Leider kommt nichts. Ja, der Manuel ist das Ding schon zerstört hat. Tot. Jetzt kommt Mama. Die wartet schon. Ich hab noch gedrückt. Ja. Конечно. Gucken wir genau hin. Какого клива? Вы что, Und es geht mit Sensor. Du machst eine Folge. Was ist mit der Kupplung? Habe ich die ganze Zeit schon gehabt, das Problem. Da waren aber zwei Probleme aufeinander. Das Ritzel war komplett runtergemört vorne, da gab es keins mehr. Und die Kupplung, die war hinüber. Dann blieb mir auf dem Parkplatz nichts anderes übrig, als den Motor aufzumachen. Ich habe die Kupplung gewechselt, während der Jörg, ich glaube 3 Stunden in Kiew rumgefahren ist und hat einfach ein neues Kettenritzel für mich gesucht. Ich war echt froh, wie er wieder zurückgekommen ist. Ich habe mich da ganz beschissen gefühlt. Ich habe auch nicht getraut, irgendwie da zu schlafen oder so. Irgendwie, ich habe das ganze Gepäck von mir und dem Jörg dabei gehabt. Das war so eine richtig, richtig scheiß Aktion. Wünsche ich mir nichts mehr. Die Kupplung ist aber eh echt ein Problem. Das hatten wir jetzt auf der Tour hoch zum Nordkap noch einmal festgestellt. Also ja. Die hat wirklich Bedarf, da was zu lösen. Muss man einfach mal schauen. Das war jetzt geil. Da haben wir richtig Meter gemacht. Die Strecke hat richtig Spaß gemacht. Rauf zu dem Grenzwächter. Tolle Orgel. Der hat genau gesehen, wo die polnische Grenze ist. Man weiß doch, so barf war dieser Strich. Diese Betonstraße wie früher in der DDR. Ne? Genau. Also Deutschen Demokratischen Republik. Das war diese Plattenstraße, die haben wir genau gesehen, ja. Fichtelgebirge und Chauffouralpen. Das ist einfach geil. Richtig geil. Jetzt machen wir gerade Straßenfegen. Wenn wir die Reifen so anschauen, die werden ganz schön runtergeknallt an den Ecken. Ui. Alter Schwede, ist das die Grenze? Ist es Border? No, Border. Der Schlagbaum und der Post. Was war das jetzt eigentlich für ein Landsmann? War es ein Ukrainer? Das war ein Ukrainer. Der hat aufgepasst, Ja. dass wahrscheinlich die Vor-Ukrainer zwischen Slowaken nicht abhauen. Genau. Wir haben diese Straßenmeisterei mit den Pferdewagen gesehen und dem heißen Teer und dem Feuer drunter geschürt. So was gibt es bei uns gar nichts mehr. Das heißt aber, er hat die Bonsten quasi davon abgehalten, dass sie da in die richtige Ukraine reinfahren. Oder die richtigen Ukrainer davon abgehalten, zu den Bonzen zu kommen. Und Spaß hat man da keinen mehr gehabt, ne? Wenn du zu schnell gefahren bist, warst du vorbei. Ne? Richtig glatt. Also einfach komplett, dieses Wasser hat den Split komplett auf die Straße gelegt. Nichts irgendwie, ich gebe jetzt um die Kurve Gas. Und dann da unten, da haben wir dann einen Kaffee getrunken und Schokolade gekauft und haben dann der Dame hinterm Dresen die Schokolade spendiert. So, hallo. Wir sind jetzt ungefähr 10 Kilometer vor der Grenze zur Slowakei. Das hat lange gedauert. Slowakei, ja. Slowakei, ne?
An der polnischen Grenze sind wir entlang gefahren. Ah, das ist schon Slowakei da drüben. Ja, da drüben ist schon. Da war so ein Schlagposten, also ich weiß nicht, einsam draußen, ganz allein. Da wo es am schönsten war. Und nachdem, da hat irgendwie die Straße aufgehört. Das war irgendwie nur noch fuck, was wir da gefahren sind. Und da, man glaubt das nicht, ich will jetzt nicht so drauf tun, aber guckt mal hinter mir, die Fenster, das ist alles Hausen. Da wohnen Leute. Das ist einfach, das ist irgendwie in so einem Tal, wo nichts geht. Da, schaut, da hinten die Berge, seht ihr das? Und die wohnen da und sind zufrieden und irgendwie, ich glaube, wir machen was falsch. Hammer. Hammer. So, hallo, ich möchte mal was für meine Familie tun. Ich möchte mich bei meiner Frau und meinen Kindern ganz herzlich bedanken. Wir sind jetzt in der Slowakei, also ganz nah, schon an der Heimat, in der EU. Das war ein super Trip und ich will einfach sagen, wie klasse meine Frau ist und wie klasse meine Kinder sind, dass die das so mitmachen, dass ich so eine Tour machen kann. Und ich liebe dich, Andrea, ich liebe dich ganz, ganz, ganz weich. Danke. Ja, ein Grenzübergang war jetzt nicht so einfach. Ich finde jetzt, da waren die Ukrainer wieder ein wenig angestellter mit Zettelchen, so Schmierzettelchen und dann die Ausreise und noch knackiger war dann die Einreise in die EU. Die haben dann schon viel kontrolliert und viel bis wollen. Das war nicht so, ich fahre jetzt mal da kurz rüber wie nach Österreich, sondern das war noch eine richtige Grenze. Ne? Die haben das Gepäck sehen wollen, die haben mal reinguckt. Ist auch gut, dass wir solche Außengrenzen haben. Ja. Passt schon. Waren wir aber jetzt so nicht gewohnt. Ne? Wir haben uns mehr so gefreut, oh geil, Europa, wir sind ja Deutsche, wir fahren jetzt einfach durch. Aber es wurde uns widerlegt, das Ganze. Da waren ja so Busse mit jungen Damen voll gefüllt. Die haben die Füße zu allen Fenstern raus. Die in den Autos was heißen, keiner soll aussteigen, ne? Jeder musste im Fahrzeug bleiben. Ja. Hast überall Füßchen gesehen und die Türen waren so halb offen gestanden. Das war komisch. Auch diese ganzen Arbeiterbusse, ne? Ja. Ist halt eine Grenze. Ja, wir haben auch geschoben an der Grenze. Ja, mussten wir. Weil die Motoren außen. Die Abgase nicht haben, die waren ein bisschen grantig da. Ja, was die alles wissen wollten. Ne? Ja, und nachher sieht man, wie viele Leute eigentlich anstehen, die von der EU ausreisen wollen in die Ukraine. War schon lang, diese Strecke. Ja, nach diesem ganzen Grenzprozedere haben wir dann echt geschaut, dass wir nur noch Meter machen. Wir sind durch die Slowakei und durch die Tschechei eigentlich mehr oder weniger durchgerutscht. So, die Schlange ist hinter mir. Nach Ewigkeiten sind wir jetzt wieder in der EU. Am Zoll haben sie ein bisschen aufgepasst, sonst hätte ich mich mehr gefümmelt. Und das einfach laufen lassen, die Maschinen. Im Winter nur noch eine Übernachtung. Eine Übernachtung, aber genau. Das war ja die. Dann kam wieder die blöde Entscheidung. Was heißt blöd, die war schon vernünftig, aber war nicht geplant, weil wir kein Zimmer gekriegt haben. Ja, da hat es einfach kein Hotel gegeben, das Platz für uns gehabt hat. Und dann haben wir gesagt, okay, jetzt können wir noch 3 Stunden rumsuchen oder 5 Stunden heimfahren. Jetzt sind wir durchgefahren. Genau. Da haben wir ganz schön Kilometer gemacht in der Nacht. Da haben wir 5-stellige. Ich dachte, Blödsinn, 4-stellige. Waren glaube ich 1100 oder 1200 Kilometer, ja, was wir runtergenagelt haben an dem Tag. In Slowenien sind wir ohne Plakette gefahren. Ja. Ja, gut. Die Typen, die wir da getroffen haben mit dieser Goldwing, die waren zufällig in Suhl und haben sich das nicht MZ, sondern Simpson Museum angeschaut. Das war das Einzige, was die gekannt haben in Deutschland. Bevor bist du ewig weit weg und dann, ja, Suhl, Simpson Museum. Ja, wie ihr fahrt extra drauf, ja. Ich glaube, ich bin auf einer Rockerparty gelandet. Also nicht, dass er denkt, weil ich jetzt einen Kürbis fahre, ne, dass ich voll abgedriftet bin und mich für sowas interessiere, aber Jungs, ihr müsst mir recht geben. Das Ding ist ja richtig cool gemacht, ne? Aber richtig cool. Ich meine, allein die Gabel, das Licht, der Motor.
Voll geil. Und dann schaut euch mal das schöne Heck an. Ja. Lauter so einmal. Ja, und ich bedanke mich bei allen, die sich die ganze Staffel reingezogen haben. Für uns ist das auch überhaupt nicht einfach. Es ist überhaupt nicht unser Kerngebiet. Wir haben jetzt einfach die Zeit genutzt von diesem fucking Corona-Jahr und haben unser Material ein wenig zusammengesucht. Einiges ist auch verschollen von dem Material, also immer wieder sucht man Videos auf seinem Handy. Und haben für uns natürlich auch, ne, für uns und für euch die Tour nochmal zusammengestellt. Ihr könnt sie erleben, miterleben und wir durften sie nochmal neu erleben. Ja, und heuer hatten wir ja auch eine geile Tour, also im letzten Jahr 2020 hatten wir eine geile Tour oben zum Nordkap. War auch völlig ungeplant, wir wollten eigentlich wieder in Ulaanbaatar starten, aber mit Corona war es nicht möglich. Ja. Und wir bemühen uns auch, wenn uns der Johannes nach dieser ganzen Scheißaktion noch mag, euch diese Bilder nicht vorzuenthalten und auch hinterher zu schieben. Wenn euch das Ganze gefallen hat, wir sind für Kritik jederzeit offen, also wir machen das in unserer Freizeit. Wir haben jetzt heute wieder einen ganzen Tag geopfert, nur für Aufnahmen. Wir machen das gern, machen das auch gern für euch. Wenn Kritik ist, äußert es. Wir sind aber auch für Lob offen und liked uns, shared uns auf Facebook, unterstützt uns bei unserer Sache und dann können wir euch wieder geile Bilder und geile Videos bekommen lassen. Stellen, zeigen, wie auch immer. Auch besonderen Dank müssen wir dem jungen Herrn eigentlich aussprechen für den ganzen Aufwand. Die Arbeit, die Zeit, die der da reingesteckt hat, das ist immens. Willst du mal ins Licht kommen und sich mal zwischen uns reinsetzen? So, dann mal den Johannes da bei uns. Ich weiß, was das für ein Aufwand ist, weil ich das anfangs mal gemacht fürs Enduro-Boxer-Treffen. Da haben wir so schnell einen Film zusammen gemacht, einen Grobschnitt, der ja aber dann 2,5 Stunden war und da haben wir wirklich große Brocken zusammen. Aber selbst das hat ewig gedauert und da war ja nichts professionell gemacht und das ist ja eine ganz andere Hausnummer, was wir jetzt haben. Und da muss man dir doch den Dank und auch die Anerkennung aussprechen, die Zeit zu opfern. Da steckt viel Zeit drin. Der hat auch einen Nagel im Kopf. Den da. Ja, beim nächsten Mal muss er mitfahren, haben wir schon ausgemacht, da soll er sich hinten drauf sitzen. Der bekommt dann auch eine Harley oder sowas mit großen Koffern, Stützrädle und kann dann mitfahren. Ein Quad. Genau! Ja, das ist ein Quad mit einem Dongel drauf. Ja, die 6 Räder, was wir jetzt am Nordkap gesehen haben, die mit den 6 Rädern. Da findet man eine Lösung. Ja, da findet man eine Lösung. Irgendwas Geiles, ne? Was Teures. Ne? Irgendwas Teures. Ja. Top. Okay. Danke fürs Zuschauen. Adios. Macht's gut. Ciao, ciao.